So, wir haben noch ein wunderschönes Video für GameSpot. Leider nicht kein weiteres Faktenvideo, aber High-Level Combat Explained von TOTK. Und mir wurde schon oft gesagt, ey, Schneile, boah, Schneile, Alter, Schneile. Schau dir das an, das ist geisteskrank. Und jetzt schau ich es mir an. David, du hast gar keine Ahnung von TOTK, Nein, Combat und sowas. Blumenthal heißt der, glaube ich, der BOTW und TOTK-Dinge. Der hat übrigens unter einem Video von mir einfach kommentiert, unter einer Reaction. Und der ist Ami. Der hat bei mir kommentiert, dass ich mich so gefreut habe über das Video. Da dachte ich mir, ey Junge, toll. toll. Habe ich mich voll gefreut. So ein Ehrenmann einfach. So ein Ehrenmann. Let's go. Previously, we uploaded Ja, es ist wieder. Seht ihr gleich. a video showing off Das Blumenthal. Ehrenmann, Alter. Ehrenmann. high-level combat in Tears of the Kingdom. You asked how to pull some of this off, so we'll break down exactly Das what war schon, ne? So kämpfst du gegen den Neuen nach in TOTK. in Tears of. Also was ich kenne, Previously, we uploaded a video showing off Okay. high-level combat in wie geht das schon? Dass man so einen Shieldjump nach hinten macht, das habe ich noch nie gesehen. Tears of the Kingdom. Das ist okay, das kenne ich schon, dass man Raketenschildjump You macht asked so. how to pull some of this off, Bombensprung, ja, so okay. we'll break down exactly what happened Im Sturzflugbogen ziehen, Junge. behind the scenes and give a couple gameplay tips along the way as well. Combat Breakdown. Sehr schön, sehr schön. We first started off fighting a Was flux ist con. das aber, Digga? Das ist ein Alpha-Block-Konstrukt. Die gibt's auch schon auf der Tutorial-Insel. Die sind- Schwör, kein Spoiler. Die siehst du ganz am Anfang. Die siehst du ganz am Anfang schon. Weiß ich nicht. Okay. Construct. To preface this fight, several Flux Construct arenas in Tears of the Kingdom take place in low gravity locations. Ja. And these moon jump locations Es gibt Locations mit Moon Gravity. Also da machst du so Zeitlupensprünge einfach. Gibt's ein paar Passagen von. Ist auch nicht, das haben wir auch schon im Trailer gesehen, ist nichts Besonderes. Du weißt ja nicht, wo es gibt und was es bringt, genau. in combat quite a bit. Alles gut, Bro. Das ist wirklich kein Spoiler so in dem Nein, Sinne. aber guck mal, stell dir mal vor, ich spiele dieses Game, denk mir so, wow, was passiert hier? Und das ist jetzt weg. Jetzt weiß ich so. Nein, das schon. Nee, gut. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, gut, komm. So let's watch this first part, then go back and break it down. Ja, oh. Ich check das ja auch nicht, was da abgeht. Was sind das auch für Waffen, aber... Warte mal kurz, wie hat der ein Schilddings... Wie hat der ein Bomben... Nach Ach, unten... das ist ein Kanonenschild. Das ist ein Kanonenschild. Wie hat ein Kanonenschild nach unten schießen Ja, was ist denn lassen? ein Kanonenschild? Du machst eine Kanone an ein Schild dran. Pornös Ist einfach. doch logisch, hä? Boah, ist ein schöner Treffer. From the beginning, Krass. to dodge the Flux Construct's punch, we pivot shield jump Okay. to get out of the Pivot Shield Jump. Was ist das denn bitte way. schon wieder? Shield jumping to dodge attacks is fairly straightforward. Yeah. Walk in the direction you want to dodge, jump, then press ZL and A together. Yeah, okay. But by pivoting by pressing R beforehand helps us by making Link face the enemy properly while doing Lol. so. Otherwise, you often just face in the direction of the shield jump, making you waste time turning the Yeah. camera back around. So instead jump, then R to pivot forwards, then ZL and A. Das habe ich noch nie gesehen. Das muss ich mal üben. Das sieht cool aus. Das geht auch, glaube ich, erst in TOTK. Das habe ich im BOTW noch nicht gesehen bisher. After any shield jump, pressing Y will spin your shield, which, I'm gonna be honest, is mostly just for style points, but also helps me visually time what's coming up next. Then comes a bomb shield launch. Landing on the ground with a bomb fused to your shield will launch you skyward, and is exponentially more powerful during low gravity. So Ja, okay, er geht quasi. Das ist so krass. Er macht einen Bombensprung und geht, während er nach oben geht, geht er schon in den Sturzflug. much so that for combat, I often go too high. So Yeah. here I hold R to heavy dive to literally air brake myself midair to stay a tad low Er hat es selbst gemacht. Er hat es sogar selbst aufgenommen. Ah, okay, or perfekt. to the Digga. ground. Then pulling the paraglider and switching to a cannon-fused shield while shield surfing points the cannon downwards, making Das an wusste ich halt nicht. Das wusste ich nicht, dass ein Kanonenschild auch nach unten schießt, während man quasi den Schild an den Füßen trägt. So. aerial bombardment. Flux constructs are very weak to explosive attacks, so even if the shots aren't a direct hit to the weak spot, it can still knock them apart pretty easily. After a couple more attacks, the construct heads for the skies, and level 3 Flux constructs fly super high up. Fortunately, Yeah. rocket shield surfing in low gravity is Bro, was geht pretty in diesem Game overpowered. ab? Ich verstehe überhaupt nichts mehr, Junge. Was ist das? Ich ja auch nicht teilweise. Du wirst es Stück für Stück schon lernen, so. Aber auch selbst ich denke mir jedes Mal so, hä, was? Was macht der da? But canceling that with B and re-rocket shielding gives Link much more Wie findet vertical man sowas momentum raus? Boah, wie er nach oben gleitet, Junge, wie heftig. instead. Combining this with low gravity, the full glide suit, and tapping R for a light dive gives Link absolutely insane momentum and movement there. Junge, hast du dieses Movement gerade in der Luft gesehen, Junge? Was ist das denn? This on its own is extremely useful for traversal as well.
Aber die Flux Constructs sind schon echt witzig. Genau, hier wahrscheinlich Zeitumkehr, ne? Ja. Das hab ich gemeint, Zeitumkehr einfach mit dem Stein, dann fliegt der Stein einfach zurück, so. Oh mein Gott. Digga, er geht mit Deckensprung in den Stein rein. Jetzt, guck mal. Was? Er geht durch den Stein durch, weil es der Oben Deckel drauf? ist. Und jetzt Backjump eine Bombe. Ach so. Das hab ich auch schon klar, gemacht. Digga. Das habe ich aber tatsächlich auch schon gemacht, du kannst einen Stein einfach, also einen ganz normalen Stein einfach über dir halten, kannst ihn sofort loslassen und kannst sofort durchdiven einfach. Und dann kannst du von da oben Backjump nach hinten, also Backflip nach hinten machen. Ja, das geht aber noch, das ist nicht so schwer, aber das ist halt, es sieht super stylisch aus einfach. Start off by throwing a boulder. This, as you can see, can be recalled for a moment, then ascended through. The timing and aim of ascent is a bit tricky, but it is totally possible. Backflipping into bullet time and firing off a dazzle fruit first causes the entire Blendgranate. squad to drop their Es gibt Blendgranaten natürlich. shields and making follow-up shots a lot easier. We then approach them head on and do something kind of confusing. First, we use the rocket shield. Pretty simple, but once we reach the peak of our ascent, we hold 5 bombs. This will drop them directly out of Link's pocket and cause them to start falling towards the ground. But in superhero fashion, we immediately heavy dive to beat our own bombs back to the ground. We paraglide the split second before we touch the ground to not damage ourselves, although with the upgraded wingsuit that doesn't really matter. Then bring up our shield and perform a shield Das machen die nach einem Monat. Nach einem Monat gerade mal. Weißt du, wie das nach 5 Jahren im BOTW aussah? block reset against our own falling bomb explosion. It's pretty hard to see here, but let's go over what a shield block reset is. It's a combat technique that carried Das ging schon im BOTW, ja. Das ging schon im BOTW. Dass du quasi eine Bombe explodieren lässt. Warte mal, war das BOTW? here, but let's go over what a Jetzt auch schon shield block TOTK, ne? reset Ja, das ist sogar TOTK, lol. Das ist aber, es sieht aber auch, im BOTW gab es genau die gleichen Waffen und alles. Außer die Bombe halt. is. Du lässt quasi, du springst, lässt eine Bombe explodieren. Du kannst Technique dann von da aus nochmal einen Backflip machen und bist dann quasi in That Zeitlupe. carried over Ah, das habe ich noch nie hingekriegt. Das ist so from schwer. Breath of the Wild, in which you jump into any attack while shielding, which pops you up into the Okay. air, resetting your jump and giving you the ability to jump again, just high enough to enter bullet time. So one more time quickly, Krank, Alter. we rocket shield up, drop the bombs, quickly dive to beat our bombs back to the ground, and shield block reset against the bombs that are falling above us. Und das Schild muss ich auch erstmal aushalten, nicht dass er zerbricht, das wäre auch super ärgerlich This so. whole sequence is called a dive bomb SBR. We then throw Nadra's boomerang, which freezes targets, and rocket shield jump over the enemies so it comes back around to freeze them on the return back, killing several of them off screen. Then, like before, we bomb shield launch again. Er hat einen Eisboomerang geschmissen, ist dann an den Gegner vorbeigelaufen, damit der Boomerang quasi die Gegner alle einfriert und tötet und hat ihn dann wieder aufgefangen hinter den Gegnern. Und das alles in einem, ist immer noch der gleiche Clip halt, ne? But do something a little heftig fancy auch, at the end. For a split second, geil. tap R to Junge, light ist das dive, krank. tap B to cancel the dive, then hold Y to charge a jump attack backwards. If you've watched Tears of the Kingdom speedruns, this is actually a speedrun strategy called Maw's Door jumping, kennt ihr aber, where ja. doing this gives massive backwards momentum in the air. Ja. Doing this with the glide set, however, massively increases the distance, causing Link to fly backwards at incredible speeds, far enough to go all the way back and slam on the remaining foes. Dieses Set ist so ein Set, mit dem du quasi in der Luft mehr Kontrolle hast, dass du quasi mehr gleiten kannst in der Luft in verschiedene Richtungen. Das ist so praktisch. Nächster Clip. Hier Zeitbombe, ja. Noch mehr Zeitbomben. Was macht er da? Here again, we face off against the boss Kacke, Digga. Bokoblin Ah, das and a geht sogar. squad of Bokoblins. As same as before, we do a droppt pivot quasi shield über jump, Bomben und zieht but dann ab, oder was? Ja, das geht aber echt voll, glaube ich. Also das ist nicht so with the heftig. wing shield, which gives us a much higher shield jump, high enough Das ist auch so diese Gleiter, ne? Diesen Gleiter, den du vorhin schon gesehen hattest, ne? Ja. Den Gleiter kannst du auch an ein Schild dran machen. Und wenn du damit dann einen Shield Jump machst, dann springst du ein bisschen höher und kannst dann von einem normalen Shield Jump in Bullet Time gehen. Es gibt so, Junge, du kannst wirklich, du musst echt mal, wenn du, sobald du Synthese hast, was Synthese ja glaube ich noch gar nicht, ne? Die Fähigkeit quasi Waffen zu fusionieren und so. Also, sobald du das hast, musst du echt mal ja. mit allen Items an Schilde dran klatschen, an Pfeile dran klatschen, an Items, an Waffen dran klatschen. Das hat alles einen besonderen, also nicht alles, aber das, so viel davon hat einen besonderen Effekt. Du musst da so viel rumprobieren. Oh. Das ist geisteskrank. to do bullet time on Ich flat glaube, ich hole mir ground. so einen Then Skill-Coach einfach für dieses Game. Weißt du? Hi. Also, hi! Ich gebe mein Bestes. we use the Yeah. multi-shot Great Eagle Bow with time bombs. This Great Eagle Bow, however, is glitched to have 5 shots instead of 3, using a glitch called Wie Weapon heißt das State Spiel? Das ist Transfer. Minecraft tatsächlich. Das ist Minecraft, ja. Das neue Minecraft. Fortunately, I won't go into explaining how you do it because it's fairly complex and there's multiple methods across multiple patches, but just know that it is possible.
This is extremely useful because for the price of one time bomb, multi-shot bows actually spawn all 3 or 5 bombs, essentially duplicating your own bombs, making a massive pile of ticking time bombs. So this is totally Ja, da war Chimärenbogen nehmen können, hat sowieso 5 Schuss, aber gut. Ich habe irgendwie Kopfschmerzen langsam. possible with the vanilla 5-shot Savage Lionel bow as well. Using a rocket shield will get you out of harm's way, and above the fight to rain hell on the enemies on the way back down. Krank. Ja, jetzt fließt wieder auch ein, ja, natürlich. Okay. Eieieiei. This is when it gets Was ist da gerade auf die raufgeflogen? So, das jetzt, warte. Warte. Was ist das gewesen? This Wir is bekommen when die it gets Eisbeine, a ja. bit tricky. In this clip, we quickly parry, then shock the Moblin with an electric weapon. We do this because the Moblin's head is held high while shocked, which is actually incredibly important. We fuse an Ice Key's eyeball to our arrow, then fire right at the Moblin's chest. There's a lot of things going on here, so let's start with the bow. The bow we have here is a Royal Guard's bow. A low durability but powerful single shot bow. But in this case, this bow is a ×5 multi-shot bow. Using the glitch Das geht eigentlich nicht. Das geht eigentlich gar nicht, dass du so einen Pfeil hast. Also ein Bogen hat. Der Bogen kann nicht 5-fach Schuss haben, so ist irgendwie geglitscht. we mentioned Was before. gibt schon wieder viele Glitches, Side ne? note, bows that are not supposed to have multi-shots but are forcefully glitched to do so makes the multi-shot extremely wide. Ja, genau, das ist der Punkt. Ja, normalerweise schießen 5 Pfeile sehr dicht nebeneinander so, aber bei Bogen, die nicht dafür gemacht sind und man es per Glitch hinzufügt, schießen die Pfeile so ultra weit auseinander, also wie in dem Fall jetzt einfach. Ja, This can be used beim in BOTW our auch schon favor. so. The second part of this is a special ability with Key's eyeballs, a nifty combat technique called Key's orbiting. If arrows are shot near an enemy's head at certain angles and distances, it will home in on the head for the headshot, but miss it and fly around the backside of the enemy Als to ob die orbit so back weit fliegen. around for a second helping. This can set up some really neat combos to have delayed attacks come several seconds after shooting your initial Als arrow. ob was? Hä? Ja, also das wusste ich schon, dass es Dings gibt. Es gibt, wie heißt das? Diese Augen von Flederbeißern und sowas, die kannst du Pfeile dran machen, dann quasi diese zielsuchende Pfeile. Die treffen dann die Gegner immer. Ah, Also wirklich? wenn du nah dran vorbeischießt. Aber ich wusste nicht, dass wenn du an einem Gegner knapp vorbeischießt, dass die dann einfach eine extra Runde drehen und einfach so dann nochmal vorbeikommen. Das wusste ich Oh, nicht. wie cool einfach. Ich hab Kopfweh jetzt schon, ja ohne Scheiß. Das ist so kranker Müll. Bow Alter. at this distance, with the Moblins held up high from the shock damage, and firing at the Moblin's chest, the middle arrow directly hits the Moblin, freezing it, Aber die anderen fliegen außen rum, ich verstehe schon. while the 2 left and right arrows fly past, still aiming for the head, and instead orbit back around the backside of the Moblin as a second missile volley. You can see it start Ja, to come da back fliegen sie around außen at rum. this part here. We then throw the Erstmal tasern, Barrage genau. Reaper to make ourselves empty-handed, allowing us to use an optional technique jetzt gained werden in wir a auch noch side eingefroren. quest called the Earthquake Technique. This homes in on opponents and knocks them up for extra damage. While this is all happening, the Key's orbiting arrows start to arrive and land on the Moblin at the same time, making for quite a scene of the Moblin getting bombarded by attack after attack. The final arrow comes in to finally je. freeze the Moblin, and we go for a simple bomb shield launch and slam back down to finish off our foe. Das ist schon Terra sexy, Digga. Das ist Terra sexy. Ich weiß nicht, was man das anders nennen soll. Aber was du für ein Setup dafür brauchst, ne? Was du für ein Setup dafür brauchst, Junge. It starts with a random two-handed jump attack, which is then stopped with the ability menu. Then switching shields to suddenly enter bullet time. Yeah. This is L cancel, the base technique of the infinite height glitch, to cancel most animations by bringing up the L menu, then switching shields. Oh, was? This lets Link Ach so. cancel the slam attack while being up in the doch air to voll use krank. bullet time instead and Hä, hit man kann unendlich hochspringen damit? Krass. shot the Lionel. Wusste ich nicht. But on our way up, we switch to a rocket shield, which moves us just a tad closer towards the Lionel, and go into bullet time. Headshot, slam, yada yada. Side note though, Yada, yada. generally Yada, was heißt Yata nochmal? Das ist japanisch für irgendwie so ein Freudensausruf, wenn du was geschafft hast, so Kaizo-Scheiße geschafft hast, ne? Ich kenne das noch aus Dings von den ganzen Kaizo-Leveln aus Mario Maker. Da hat man auch mal Yata am Ende gesagt, so. Was war das denn nochmal? when shooting from above, tapping R to start diving, then pressing ZR for bullet time will give you this diving shot effect. Not only looking cool, but also giving you a slightly better picture to see opponents. Nein, nicht Yalla Goodbye. Ja, wieder das mit dem Schild, Dings, dass du geblockt wirst, ein bisschen hochgebounced wirst, wie haben wir vorhin schon gesehen.
Ja, er hat wieder die Keys eisknapp daneben geschossen, damit sie gleich zurückkommen. Achtung. Das war ein Triple oder In this final clip, we're Fünffach-Schussbau. gonna see some repeats of previous techniques. Aber ja, auch We dieses shield, Arrogante, ne? Erstmal noch ein Selfie machen mit dem Leuen, so während er dich angreift. block reset against a Lionel's attack to get bullet time, headshot it, then keys orbit a couple Ja, gut. times like before, just with fire key size Keys Orbiting, das wusste ich nicht, dass es das gibt, aber das klingt voll interessant einfach. instead. We run back to do a familiar pivot shield jump, but this Ja, time hab ich auch with schon verstanden. rocket shields, and it gets a bit more specific. Shield jumping forwards with rocket shields is easy. There's enough momentum for Link to keep his shield surfing. But when pivot shield jumping backwards with rocket normal. shields, there actually isn't enough momentum to keep Link standing on his Oh, shield. lol. Therefore, not enough time for the rocket motors to spin up and turn So quasi, man fällt automatisch runter vom Schild, weil man nicht genug Momentum hat und weil man zu langsam ist einfach. on. So in this case, you have to shield spin by pressing Y to force Link to stay on the shield, giving Auch das klappt nicht immer, so manchmal wird auch das Shield Spin unterbrochen, du checkst gar nicht, was abgeht. So. Aber, oh, Alter. time for the rockets So to schwer zu ignite erklären and sending einfach. Link on his way. It's neat that in this case, you have to use style in order for this trick to work. Then switching to a bomb-fused shield Das mid-air aussieht. will do the regular Aber wie es bomb ausschaut, shield das ist am launch, Ende, was zählt. which then pops Link up into the air for bullet time. All while the orbiting key size arrive Warum to ist das so bombard the unnötig? poor Lionel So, over and du hast ja nichts Then davon most einfach, du kannst ein players bisschen know schneller that you besiegen, can mount okay. headshot stun Lionel Wusstest du, dass and Runde get a couple gähnen, wenn sie free extra überfordert hits sind? in. Hast du deswegen gegähnt, oder was? Vielleicht. Finally, we shoot another volley of time bomb multi-shot arrows like we did in a previous clip, as we dismount the Lionel. My brain Then, is not to get braining, ourselves yeah. killed, we quickly fuse one of them to our shield, Yeah, man. so we can bomb shield launch above. Fun side fact about these multi-shot time bombs, each one is fusible. An easy and cheap way to get a bunch of time bomb fused shields in a row. Oh, lol. Er hat quasi aus einer Bombe, guck mal, das ist das Interessante, er hat mit einem Multishot-Bow mehrere Zeitbomben Side geschossen. fact about Das hat ihn nur eine Bombe gekostet, weil mit Multishot-Bow kostet es dich immer nur einen Pfeil und ein Item, was du dran fusst, so, ja? Oder ich habe vor 10 Sekunden abgeschaltet. Keine Ahnung, was du redest. Du kannst an Pfeile so Items dran fusen, ja? Ja. Du kannst was dran fusen, ja? Das Ding ist, dann duplizieren sich aber die Bomben. Also er benutzt nur eine Bombe dafür, Multishot. aber es spawnen halt Time 5. Bomb. So. Warum? Wegen Multishot-Bau, weil es ein Bogen mit 5 Schüssen ist. So. Wegen Multi heißt viele. Ja, genau. Genau. Und jetzt kannst du aber jede von diesen Bomben wieder aufsammeln und an ein Schild dran machen. Das heißt, du hast einfach Bakbomben erfunden. So. bombs, Smart. each one is fusible. That's An krass. easy and cheap way to get a bunch of time bomb fused Eigentlich ein shields Bug. in a row. Ja. After the final bomb shield launch, we dive in and go for the final kill shot with some bomb arrows. Schön. Hopefully you learned something in this in-depth. Was ein krankes Video, Digga. Was ein krankes Video einfach.